Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte für euch eine Tarotkartenlegung machen und habe die Karten gefragt, worum es hier gehen soll. Und es erschien das Ass der Münzen. Das heißt, es geht bei dieser Legung um eine finanzielle Situation, wahrscheinlich um eine schwierige finanzielle Situation, vielleicht auch eine Entscheidungsfindung. Es kann mit der Liebe zu tun haben, es muss nicht. Ich schaue, was hier erscheinen soll für euch. Wir haben hier die Hauptkarte, die fiel direkt raus. Und das ist das Tarot of the Dream Enchantress. Ja, so schaut das aus. Von Luz Carabeo. So ein bisschen scharf machen. Ja, so. Okay. Bisschen dunkel das Bild. Ja, schon besser. Okay. Zuerst beschreibe ich die Situation ein wenig genauer, worum es hier geht. Und damit ihr auch wisst, ob ihr wirklich resonieren könnt oder nicht. Um wen oder um was geht es hier? Okay. Oh, Königin der Münzen. Wieder eine Münzkarte. Hier geht es um eine Frau, die gerne Geld hätte oder mehr Geld hätte, ja, die Geld an sich nehmen möchte. Vielleicht möchte sie es zurückbekommen, vielleicht denkt sie, sie hat es verdient, es überhaupt zu bekommen. Ja, ich habe hier auch die Energie im Moment, das heißt nicht, dass die Königin der Münzen oder die Königin der Münzen in diesem Deck generell dafür steht. Das ist so eine Art, wie eine Art gierige Energie. Ja, gib mir das Geld, ich möchte es haben, denn ich habe es mir verdient. Ja, hier ist auch so ein bisschen Egoismus, so, es ist mir egal, ob du vielleicht das Geld auch benötigst, ich brauche es mehr als du oder ich habe es mehr als du verdient. Diese Energie habe ich hier auch. Was dann noch? 6 der Schwerter. Ja, hier geht es vielleicht auch um eine Transaktion. Also das ist, es kann auch das Abwarten sein, dass ihr das Geld bekommt oder wann ihr das Geld bekommt. Ich habe hier
das ist wie eine Art Grauzone, ja, so als ob ihr nicht ganz die Macht darüber hättet, dass ihr wirklich, dass ihr euch nicht selbst das Geld einfach nehmen könnt. Ja, ihr seid, es wird hier auf einige auf jeden Fall zutreffen, auf einige oder auf viele, dass ihr davon abhängig seid, dass die andere Person euch das Geld gibt oder überweist. Ja. Okay. Und dann noch die Pagen der Kelche. Das sind so immer ganz kleine Emotionen. Ja, kann sein, dass das vielleicht, dass es hier auch wirklich um die Liebe geht. Also zum Beispiel, dass ihr, wenn es ein Mann ist, dass ihr diesen Mann geliebt habt und dass jetzt nur mehr eine leichte Anziehung vorhanden ist oder nur mehr ein leichtes Verliebtsein vorhanden ist. Das kann auch bedeuten, dass die Gefühle abgeklungen sind. Ja, dass ihr dieser Person gegenüber kühl geworden seid oder dass die Gefühle viel, viel weniger geworden sind. Ist das dann wirklich dann nur auf einen Mann bezogen? Schon wieder eine Pagen der Münzen. Ich habe hier die Energie, dass einfach leider durchgehend im Laufe dieses Kontaktes, vielleicht auch dieser Verbindung, das mit den Finanzen einfach nicht ausgesprochen wurde, ja, wie das vonstatten gehen soll. Es wurde hier nichts vereinbart. Vielleicht war das für euch selbstverständlich und irgendwann kam der Punkt, wo ihr darauf kamt, oh, der Mann zum Beispiel sieht das aber anders. Ja, der hat hier andere Ansichten. Ist er denn geizig? Das würde mich da interessieren. Ist das ein Geiziger? Die Sonne. Ja, hier spüre ich quasi die Sonne im negativen Sinne, die steht dann für Egoismus. Ja, das ist so ein Geizkragen. Kann sein, dass er so ist, wenn das ein Mann ist, dass er sich das abgesehen hat von seiner Familie zum Beispiel. Ja, dass das so üblich ist. Vielleicht verwalten in seiner Familie generell die Männer die Finanzen. Vielleicht streiten sich in seiner Familie die Menschen generell um das Geld. Ich habe hier, vielleicht ist es auch so ein Mann, der grundsätzlich großzügig ist, aber gerade dann, wenn es hier um das Finanzielle ging, habt ihr eine neue Seite an ihm entdeckt. Ja, das kann natürlich problematisch sein, aber ich war jetzt eigentlich gerade bei der Pagen der Münzen. Ja, es wurde hier entweder nicht vor dem Beziehungsstart das Finanzielle abgeklärt. Das sollte eigentlich genauso abgeklärt werden, bevor etwas gestartet wird miteinander, wie das Charakterliche, ja, zu schauen, passen wir überhaupt zusammen. Also empfohlen wird in der Psychologie zuerst die Kennenlernphase, circa ein halbes Jahr, und dann auch noch so circa, ja, bis zu einem halben Jahr die Beziehungsaufbauphase. Und in dieser Beziehungsaufbauphase sollte eigentlich dann das ganze Wohnarrangement und auch natürlich das Finanzielle abgeklärt werden, bevor dann etwas gestartet wird. Ja, zuerst nicht so, wie es gemacht wird, verdreht, ja, zuerst die Beziehung und dann in der Beziehung sich kennenlernen und im Endeffekt dann meistens die Trennung, weil beide darauf kommen, wir passen doch nicht zusammen. Ja, empfohlen wird in der Psychologie, so wie es auch eher in den vielleicht nicht so modernen Ländern üblich ist, zuerst sich kennenlernen vom Charakter her und alles abklären und dann erst die Beziehung zu starten. Ja, wir machen es quasi verdreht. Und daher haben wir auch eher so Lebensabschnittsgefährten und deswegen haben wir auch eine hohe Scheidungsrate, weil wir es verdreht machen. Also hier wurden vor der Beziehung oder am Anfang auch noch während der Beziehung, das Finanzielle wurde hier nicht vereinbart, wurde hier nicht abgeklärt. Ja, und ihr seid jetzt hier höchstwahrscheinlich ein bisschen grantig oder sauer, dass es nur deswegen vielleicht sogar gescheitert ist. Ja, dass es nur deswegen jetzt Probleme gibt. Okay.
müssen wir hier noch etwas wissen bezüglich Ausgangssituation. Ja, noch irgendein Filter vielleicht, damit ich genauer sagen kann, wer hier dann bei der Antwort auf eure Fragen, bei dem, was die Karten sagen wollen, bei der Deutung eigentlich im Endeffekt, ja, wer dann wirklich gemeint ist oder wer gar nicht gemeint ist. Der Turm und der Stern. Also ausschließen kann ich hier beim Turm, wenn hier nicht nur bereits eine Trennung war, vielleicht auch so ein kompletter Kontaktabbruch, sondern wenn zusätzlich zum kompletten Kontaktabbruch hier wirklich nicht einmal irgendeine Art von Vereinbarung ist. Also wenn ihr da wirklich vielleicht jetzt nur einen Groll habt, aber euch nicht geäußert habt, dass ihr das Geld zurück wollt oder das Geld, das Eigentum haben wollt. Ja, also wenn der andere quasi, wenn der Mann, wenn es ein Mann ist, dass er nicht von euch da immer wieder so einen Stoß, einen Anstupser bekommen hat, dass er euch das Geld geben soll. Ja, dann habt ihr das vielleicht einmal geäußert und das ist sehr lange her und seitdem gibt es keinen Kontakt mehr. Also dann könnt ihr hier nicht resonieren. Dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass hier auch nichts mehr, dass ihr hier das auch nicht bekommen werdet. Ja, weil wenn er von euch keinen Druck bekommt, wenn ihr auch vielleicht nicht einmal das Gesetz mit einbezieht, dann hat er auch von sich aus, wenn schon Stillschweigen war, eine Zeit lang keinen Grund, dann euch plötzlich doch das zu geben, was ihr haben wollt. Schauen, ob das Bild scharf genug ist. Ja, das passt, okay. Gut. Gut, dann haben wir noch den Stern. Ja, wenn hier der Stern steht auch für die Distanz, auch die zeitliche Distanz, wenn hier wirklich schon ein halbes Jahr oder ein Jahr lang gar kein Kontakt war, dann gilt selbiges. Da wird derjenige dann, dieser Mann, nicht plötzlich sagen, ach, sie ist doch im Recht, ich gebe jetzt doch das Geld. Außer ihr schaltet dann plötzlich zum Beispiel einen Anwalt ein oder eine Anwältin natürlich auch. Ja. Und wenn euch euer Hausverstand sagt, ja, ich werde hier höchstwahrscheinlich nicht gewinnen, selbst wenn ihr schon das Gesetz involviert habt, ja. Also es ist zum Beispiel das ist für diejenigen, wo die Hoffnung sehr, sehr groß ist, das Geld zum Beispiel zu bekommen, das ihr haben wollt. Und in Kombination sagt euch aber euer Hausverstand, das wird nichts, ja, ich habe nichts gegen ihn in der Hand, das war keine Abmachung oder ich weiß von anderen Fällen, wenn es schon das Gesetz mit beinhaltet, dass hier grundsätzlich nicht gewonnen wird. Dann ist hier auch gleich die Antwort, das wird sich höchstwahrscheinlich dann auch nicht bessern. Das schaut dann hier auch nicht gut aus, denn ich möchte jetzt ein bisschen genauer schauen. Und diese zwei Fälle, die kann ich jetzt hier zum Beispiel, also so mögliche Situationen, die kann ich hier ausschließen dann für die Deutung. Okay, für die Deutung nehme ich mir alle Karten her. Das Ass der Münzen lassen wir hier liegen als die Hauptkarte, als die Ausgangskarte, die mir noch beim Mischen vor der Aufnahme herausgefallen ist, als ich fragen wollte, über welches Thema soll ich denn legen.
Das ist für mich keine Norm, aber wenn es sich gut oder richtig anfühlt, dann nehme ich es so an, wie es kommt. Okay, für all diejenigen, die hier jetzt resonieren konnten und die durch den Turm und den Stern nicht ausgenommen sind, was raten euch die Karten? Ja, was solltet ihr tun? Was solltet ihr wissen? Wie wird das Ganze sich entwickeln? Vielleicht ein bisschen auch Prognose, Divination. Aber die Karten sind ja auch gut, um Unbekanntes aufzudecken, um tiefer zu schauen. Auch zum Beispiel auf das eigene Unterbewusstsein. Dinge zu erfahren, die wir selbst nicht mal wissen, die uns selbst nicht klar sind. Und durch dieses Wissen, durch diese Analyse, auch wenn dann zum Beispiel keine Prognose ist, hilft es auch zur Entscheidungsfindung oder den eigenen Weg zu finden. Okay, was sollten diejenigen wissen, die hier resonieren können? Egal, was hier erscheinen möchte. Jetzt schauen wir tiefer. Oh, 10 der Schwerter. Schon wieder die Königin der Münzen. Ja, das ist dann auf euch bezogen. Und die Eremiten. Loslassen. Ganz wichtig für euer Wohlbefinden, für eure Gesundheit, ja. Kein Groll. Egal, was euch angetan wurde, egal, ob ihr ungerecht behandelt wurdet, ob ihr wisst, dass etwas schlecht ausgehen wird. Das geht Groll oder negative Gefühle gehen immens auf die Gesundheit im Endeffekt, auch wenn ihr das im Moment nicht spürt. Und hier haben wir wieder euch in der Mitte als die Königin der Münzen, die gierige Dame in diesem Fall, ja, die das unbedingt haben möchte. Und 10 der Schwerter, ja, ist hier ein bisschen merkwürdig dargestellt mit einer Dame, die einen Drachen erledigt. Mein Stativ ist wackelig, aber nur so habe ich ein biegsames Stativ mir kaufen können. Also flexibel. Das ist hier so die Dame, die den Drachen erledigt. So ist es besser. Und sobald ich wegen dem Zoom den Bildschirm berühre, ja, wackelt es ein bisschen. 10 der Schwerter ist auch so eine Karte des Umdenkens. Hier wird euch stark geraten, umzudenken. Ja, ihr könnt natürlich, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, das Gesetz mit einbeziehen. Ja, also einfach versuchen. Es gibt ja auch Anwältinnen und Anwälte über den Staat, ja, die kostenlos sind. Das muss ja nicht immer bezahlt werden. Da könnt ihr natürlich, ihr könnt alles Mögliche versuchen, ja, aber auf dem Weg dorthin bis zum endgültigen Ergebnis, sodass ihr wisst, okay, ich bekomme jetzt mein Geld oder ich bekomme es dann doch nicht. Oder wenn es vielleicht jetzt kein Geld ist. Und bis dahin ist es einfach wichtig, keinen Groll zu haben. Weil der euch langsam von innen auffrisst, weil der so auf die, im Endeffekt auf die Substanz geht, ja, auf die Gesundheit. Und vielleicht auch ein bisschen umdenken, was das Egoistische betrifft. Ja, das, egal, ob ihr etwas für euch wirklich ganz sicher wisst. Ich habe das verdient. Ich möchte das haben. Ich habe das verdient. Dann trotzdem vielleicht auch ein bisschen so die andere Person oder vielleicht sind es ja auch mehrere andere Personen mit einbeziehen. Haben die anderen das dann vielleicht nicht auch verdient oder zumindest einen Teil verdient, ja? Und da wirklich das Emotionale weglassen, ja, diesen Groll weglassen. Denn das Finanzielle ist eigentlich etwas rein Sachliches.
Ja, es kann dann schon in seltenen Fällen sein, dass ich das gesagt werden kann. Trotzdem, also ich muss das Emotionale mit einbeziehen und diese Person hat nun mal das Geld oder diesen Anteil nicht verdient. Aber hier sagen trotzdem die Karten umdenken, in dem Fall nicht ganz so egoistisch denken, ja, nicht ganz so egozentrisch denken. Vielleicht habt ihr das Geld mehr verdient oder mehr davon verdient, egal ob sachlich oder emotional. Von der Logik her, es gibt ja auch emotionale Intelligenz. Aber vielleicht hat die andere Person auch einen Anteil zumindest verdient. Wenn auch nur rein sachlich betrachtet. Und hier ist auch wichtig, wenn ihr auf diese Person negativ zu sprechen seid, dass ihr euch von ihr emotional distanziert. Hier haben wir die Eremitin, die geht hier weg. Eine Dame, die wirklich weggeht. Ich weiß nicht, warum das nicht mehr automatisch scharf wird. Vorhin ging es noch. Okay. Ja, das ist dann auch eigentlich Groll ablegen. Nicht mehr so oft an die Person denken. Versuchen das Ganze jetzt nur noch sachlich abzuklären, um auf ein Endergebnis zu kommen. Ja, über das Gesetz kann dann auch so ein Gerichtsprozess sehr lange dauern. Aber wenn ihr Kontakt habt mit dieser Person, mit der ihr vielleicht gar keinen Kontakt mehr haben wollt, dann wirklich nur noch sachlich E-Mail oder sonst irgendwie Textnachrichten hin und her schreiben, aber nicht mehr emotional, sich selbst für das eigene Wohlbefinden, sich von dieser Person emotional distanzieren. Vielleicht müssen hier auch noch einige von euch das Wohnarrangement ändern, dass zum Beispiel der Mann ausziehen soll. Ja, auch noch bevor das Finanzielle geklärt worden ist. Ist möglich. Oder dass ihr vielleicht sogar auszieht. Oder dass ihr, wenn ihr das immer schon wolltet, sagen wir, ihr seid zum Beispiel für den Mann in einen anderen Ort gezogen oder in eine andere Stadt gezogen, was ja in der Psychologie nicht empfohlen wird. Ja, in der Psychologie heißt es, der Mann hat sich immer der Frau anzupassen. Die Frau sollte von Anfang an unflexibel sein und sollte nur einen Mann annehmen, der für sie flexibel ist. Abgesehen von dem, aber wenn ihr das gemacht habt, dann wäre es vielleicht auch Zeit, wenn ihr das wollt, ja, wenn ihr euch mal darüber nachdenkt, dass ihr vielleicht wegzieht vom selben Ort wie er oder von derselben Stadt wie er, wenn ihr für ihn vor allem dorthin gezogen seid. Das hilft dann auch, ja, dass ihr ihn nicht mehr im Supermarkt seht oder beim Spazierengehen. Ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Das sind hier mal so die grundlegenden Empfehlungen, ja, auf diese Situation bezogen. Okay. Das ist wirklich dieses, es muss ja nicht unbedingt ein Groll sein, es kann ja auch eine andere negative Emotion sein, dieser Person oder diesem Mann gegenüber. Und das ist ganz wichtig, das abzulegen. Einfach so einen klaren Schnitt, ja, er hat das getan, er hat mir das angetan, er hat mir das nicht gegönnt, er gibt mir das Geld nicht, aber trotzdem, er ist jetzt ein A, das weiß ich jetzt, okay. Er wird sein Karma dafür bekommen. Alle bekommen ihr Karma. Und dann einfach nur schauen, sich das sachlich zurückzunehmen, was euch zusteht, aber emotional einfach diesen Menschen keine Energie mehr geben. Nicht mehr an ihn denken, denn die Gedanken, an einen Menschen zu denken, bedarf Zeit. Das ist dann verschwendete Lebenszeit an einen Menschen, der es nicht verdient hat, die eigene Zeit an ihn zu verschwenden. Und auch mit den Gedanken, wenn sie dann negativ sind, ist das auch, das zieht energetisch runter. Das ist ganz, ganz, ganz schlecht. So ein Gedankenkarussell aufgrund einer negativen Person.
Okay. So, was wird euch denn geraten bezüglich, haben wir hier vielleicht eine sachliche Vorgehensweise, die noch so angeraten wird? Vielleicht für spezielle Fälle. Ich glaube, ihr sagt hier so das Gefühl, 2 Karten reichen hier. 8 der Stäbe und die Teufelin. 8 der Stäbe. Die schnellste Karte im Tarot hier auf der Schnecke. Kann auch für die Kommunikation stehen. Und hier haben wir dann die Teufelin. Bezüglich Sachlichem, ja, hier geht es um die Kommunikation. Wenn er sich meldet, er der Mann oder er der Mensch, vielleicht sind es auch mehrere Menschen, sich nicht, dass ihr euch nicht verwickeln lasst, ja, in irgendwelchen Wortgefechte, auch nicht übers Telefon und nicht über Text, sondern wirklich rein sachlich bleiben. Ja, da ist auch, und der Teufel steht auch so für, kann auch für Blockaden stehen. Ja, wenn ihr innerlich blockiert seid aufgrund des Grolles, kann es sein, dass ihr euch aufgrund der Wut zum Beispiel viel eher darauf einlasst, dass ihr dann ein Wortgefecht habt. Und oder eben auch für die Befreiung. Ja, also, oder sich eben auch gar nicht erst verwickeln lassen. Wirklich rein nur sachliche Informationen schreiben. Auch wenn die andere Person emotional ist. Wenn ihr meint, ihr habt das ganze Emotionale bereits erwähnt oder ihr zieht jetzt den Strich und wollt gar nicht mehr über das Emotionale sprechen oder kommunizieren, ist ja auch so eine Aussage möglich. Das Emotionale haben wir bereits abgeklärt. Es geht hier jetzt nur noch um was auch immer dann das Sachliche ist. Ja. Hier der Rat der Karten, sich nicht in irgendeine emotionale Kommunikation verwickeln lassen. Und wenn irgendetwas abgeklärt werden muss bezüglich des Gerichts, also des Gesetzes über das Gericht, ja, versucht das Ganze nicht zu beschleunigen. Das bedarf oft sehr viel Arbeitsaufwand, sehr viel Vorbereitung von den Anwälten etc. Das könnt ihr dann nicht beschleunigen, ja. Und um nicht vielleicht unhöflichen Druck zu machen, ist es ja alternativ möglich, zum Beispiel dem eigenen Anwalt mal zu schreiben, wie schaut's aus? Wie lange wird es denn noch circa dauern, bis das und das und das? Ja, dass ihr dann vielleicht Bescheid wisst. Vielleicht kann natürlich auch dann derjenige das unabsichtlich ja, vergessen oder nicht schnell genug machen, ist auch möglich. Ist dann ein höflicher Anstupser. Okay. Ich frage dann noch, was wird euch denn noch Spezifisches geraten? Ich lasse die Karten jetzt nochmal frei sprechen mit 3 Karten. Was solltet ihr noch wissen? Was kann euch helfen? Was kann zu einer bestmöglichen Lösung führen? Königin der Schwerter. 10 der Stäbe und 2 der Schwerter. Also wenn ihr wirklich hier einen Anwalt habt, damit meine ich auch Anwältin, oder es wird so sein, ja, dann wird euch jetzt schon geraten, lasst euren Anwalt für euch kommunizieren. Ja, dafür wird er auch bezahlt. Ihr braucht eigentlich dann gar nicht mehr irgendeinen Kontakt haben oder selbst irgendwelche Textnachrichten zum Beispiel schreiben. Ja, das gleich mal als erstes. Und hier
erscheint die Königin der Schwerter mit 10 der Stäbe. Also abgesehen von dem, was ich bisher gesagt habe, wird euch trotzdem empfohlen, ja, dass, wenn ihr das alles berücksichtigt habt, was ich bisher gesagt habe, ja, und dann seid ihr auf dem Punkt angekommen, okay, ich bin jetzt ziemlich im Reinen, ich habe den Groll abgelegt und ich kann jetzt das Ganze rein sachlich betrachten und weiterhin sachlich abhandeln. Ab dem Punkt wird euch dann empfohlen, aber zur Königin der Schwerter zu werden. Das bedeutet, streng sein, auf das zu beharren, was ihr wollt, auf das zu beharren, was euch vor allem zum Beispiel laut Gesetz zusteht und nicht und lasst einfach das Ganze, hier geht es auch viel ums Gesetz, ja, lasst einfach das seinen Lauf nehmen. Ihr denkt euch nicht, hier 10 der Stäbe ist ja eine ganz besondere eigene Karte, denn da geht es um die Aussage, dass es nichts mehr abzuernten gibt. Ja, das ist, es gibt nichts mehr zu erreichen. Das ist so ein Baum, der hier total kahl ist, es gibt nichts mehr abzuernten. Und das sollt ihr euch nicht denken. Also nicht zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ich verlange von ihm jetzt für 4 Kindern Alimente und das kann der sich doch eigentlich gar nicht leisten. Das kann euch egal sein, wenn es das Gesetz so sagt, ja, und ihr habt den Anspruch darauf und ihr wisst, ihr braucht das Geld auch, ja, dann denkt euch nicht über die andere Person, von der ihr das Geld haben wollt, wie kann die sich denn das leisten? Die kann doch nichts mehr geben. Nein, das kann euch völlig egal sein. Gesetze gibt es nicht umsonst. Also wenn ihr dann an dem Punkt angelangt seid, wo ihr mit euch im Reinen seid, den vielleicht Egoismus ein bisschen abgelegt habt und dann wirklich klar, mit klaren Gedanken wisst, das habe ich verdient, das will ich immer noch, auch wenn ich die Emotionen ablege, dann unbedingt streng darauf beharren, das steht mir zu. Und ich warte ab, bis ich es bekomme und schaue, dass ich die bestmögliche, für mich bestmögliche Strategie hernehme. Ja, hier wirklich ist auch eine Karte des Verstandes und der Strategie. Und hier nicht dann im quasi positiven Sinne emotional werden und sich denken, ah, aber er kann sich das doch nicht leisten oder die andere Person kann sich das doch nicht leisten. Wo soll sie das denn hernehmen? Ja, nicht schwach werden dann, das ist immer sehr wichtig. Oder auch schwer, eine gute goldene Mitte zu haben oder zu finden und zu behalten. Denn zuerst würdet ihr von dem Groll ins Neutrale kommen und dann könntet ihr vom Neutralen in die Gutmütigkeit kommen oder zu empathisch dann wieder sein. Vielleicht auch barmherzig. Ja, das wird euch empfohlen, dann nicht einen Rückschlag zu erleiden, sondern wirklich in eurer guten Mitte zu bleiben. Okay. Sehr schön und sehr komplex. Mit Ratschlag am Schluss. Ich lege euch jetzt noch einen allgemeinen Ratschlag, der nicht unbedingt etwas mit dem Thema zu tun haben muss. Vielleicht ist das auch interessant für diejenigen, die hier nicht resonieren konnten und es bis zum Schluss geschafft haben. Damit ich ein bisschen noch mehr Botschaften in dieser Legung vermitteln kann. Was wird hier allen geraten, die es geschafft haben, bis zum Schluss zuzusehen? Ist ja für viele nicht so einfach, sich zurückzulehnen und zu entspannen und einfach mal zuzuhören. In der hektischen, schnellen, modernen Welt. Was wird hier allen ganz, ganz global geraten, die bis jetzt zugesehen haben? 7 der Münzen.
Oh, Königin der Stäbe, okay. Machen wir das hier. 3 Königinnen in einer Legung, sehr schön. Und Ass der Stäbe. Königin Stäbe, Ass der Stäbe. Heilung von egal was, geistig, körperlich, kann auch in der Kreativität liegen. Ja, also wenn ihr euch schlapp fühlt, demotiviert, depressiv, versucht ein kreatives Hobby, vielleicht etwas aus der Vergangenheit herzuholen und neu aufzunehmen. Etwas, das vielleicht länger geschlummert hat. Ja, hier bei der beim Ast der Stäbe schlummern sogar die Kleinen da unten und schlafen. Ah, okay. Muss ich ein bisschen mit den Fingern. Jetzt ist die Kamera wieder wackelig. So. Die schlummern hier am Boden. Hier ist wie so ein Beerenbaum. Okay. Schaut fast aus wie ein Bär. Und die Stäbe stehen ja auch für die Stärke, also es kann und auch für die Kreativität. Also ich habe hier wirklich selber aktiv werden, wenn ihr euch irgendwie schlecht fühlt und für euch etwas Kreatives machen. Ja, Kreativität kann auch sein, wenn ihr euch selbst, ich weiß nicht, vielleicht die Nägel macht. Das Bild ist schon wieder unscharf. Moment. So. Ja, Nägel machen ist ja quasi wie malen. Selbst sich im Gesicht schminken ist wie malen. Das ist eigentlich etwas Kreatives. Und wenn es euch entspannt, umso besser. Aber es kann hier auch um wirklich richtige kreative Hobbys sein. Ja, wie Geige spielen, Klavier spielen oder wirklich auch malen. Egal was malen. Dass das auch zur Entspannung beiträgt, ja, um ein bisschen runterzukommen vom Stress, vom Groll. Aber da müsst ihr wirklich aktiv dafür etwas tun, dass ihr euch überlegt, was kann das sein, was kann ich da tun? Und dann ist auch wirklich aktiv anpacken, weil die Königin der Stäbe ist auch kreativ und aktiv. Das ist eigentlich eine sehr aktive Frau, obwohl Frauen eigentlich die Natur der Empfängerin haben. Okay, mit 7 der Münzen. Ist auch eigentlich eine Karte des Abwartens, aber hier spielt sie fast aus. Sie schaut wie so eine Karte der Strategie. Wir haben hier nämlich auch ein System, wo die 8 und die 11 vertauscht sind, sprich die Stärke und die Gerechtigkeit. Und da kann es manchmal sein, dass das nicht ganz nach dem klassischen System geht, ja, sondern dass auch die Elemente ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern dass die Elemente sogar von der Bedeutung her vertauscht sind. Das kann sein manchmal. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, auch natürlich auf die Bilder zu schauen, was die zu sagen haben. Vielleicht sich auch das Anleitungsbüchlein durchzulesen, was ich natürlich gemacht habe. Und eine kleine Späherin. Das Licht war vorher ein bisschen heller. Bei ganz wenigen wird hier zutreffen, dass sie wirklich außerhalb des eigenen Hauses nach dem Hobby suchen müssen. Vielleicht fällt es euch auch bei einem Spaziergang ein. Ja, das habe ich
Ich habe hier wirklich die Energie des Ausschauhaltens, so wie sie das hier darstellt. Ja, also sich jetzt nicht hinsetzen und verkrampft denken, was kann ich denn jetzt tun, sondern vielleicht beim Seele baumeln lassen, beim Spazierengehen fällt euch das dann ein. Wenn ihr wirklich in so einer Situation seid, dass ihr sagt, ihr müsst oder ihr wollt euch entspannen, ein bisschen von irgendwas runterkommen, ein bisschen was Kreatives machen, dann kann das auch beim Entspannen selbst, dass ihr da darauf kommt oder eben zum Beispiel auch beim Spazierengehen. Okay, ich hoffe, das Bild war hell genug. Ich werde es dann noch kontrollieren für weitere Legungen. Auf der Kamera ist es jetzt gerade heller als für mich. Okay, gut. Damit beende ich diese Legung mit dem Ratschlag am Schluss, mit dem Tarot of the Dream Charges. Ich bedanke mich beim Universum, bei den Karten, für die Ratschläge für euch, für die Hilfestellung für euch, die ich vermitteln konnte. Dann wünsche ich euch alles Liebe und bis zu einer nächsten Legung von mir.